Ines und Simone wollen reisen, trotz einer Behinderung. Ich finde Camping super. Ich finde Camping wirklich super. Reisen mit Wohnwagen. Barrierefrei muss er sein, eine Herausforderung. Und bin auch ratlos. Die beiden sind technikbegeistert und kommen selbst ins Staunen. Guck mal. Guten Tag. Nach 12 Jahren endlich der erste große Urlaub. Sprockhövel im Ruhrgebiet. Hier wohnt das Paar Ines Werner und Simone Weidenbach mit ihrer Hündin. Herzlich willkommen bei uns. Ich bin die Ines. Ich bin Simone. Das ist die Elli. Simone ist seit einigen Jahren gehbehindert. Deshalb haben die beiden ihre Wohnung barrierefrei umgebaut. Eine große Hilfe für Simone. Nach einer Keiminfektion in beiden Oberschenkeln kann sie nur kurze Strecken gehen. Jeder soll, egal in welchem gesundheitlichen Zustand, nach Hause kommen können. Das war die Vision des Umbaus und das haben wir geschafft. Vor 30 Jahren lernen sich die beiden Frauen kennen. Liebe hatten beide damals nicht im Sinn. Ich hatte nicht die Ambition, eine Frau kennenzulernen. Ich auch nicht. Und dann haben wir uns immer mehr, wir haben angefreundet, genau, haben viele Gespräche geführt und dann haben wir uns irgendwann verliebt. Das Damenduo ist aktiv. Sie reisen viel und gehen gerne zusammen wandern. Also es war schon erschreckend, wie gut das passte. Man hat sich in den Mensch verliebt. Ja, ne, man haben hat wir sich immer wirklich in gesagt. den Mensch verliebt, weil vorher hatten wir ja auch Freunde oder so. Also das war ja jetzt nicht so, oh, wir sind jetzt auf der Suche nach, sondern das hat sich einfach so ergeben. Verheiratet sind wir allerdings nicht. Ich frage immer, aber... Und ich lehne immer ab. Genau. Naja, jetzt habe ich es aufgegeben. Ich habe gesagt, ich frage nicht mehr. Nein, nein, nein. Ich bin ja der Auffassung, ein System, was funktioniert, sollte man nicht verändern. Naja, gut. Im Urlaub erkunden sie zusammen die Welt. Mit dem Flugzeug geht es nach Costa Rica, Kenia und Indien. Wir sind früher viel gereist. Wir haben immer gesagt, wir fangen von außen an in der Welt. Und je älter man wird, kommt man dann, sag ich mal, von den Fernreisen nach Europa und von Europa dann nach Deutschland. Das hat sich komplett gedreht. Wir sind froh, wenn wir in Deutschland rumreisen können. Ja. Ein Schicksalsschlag. Vor 12 Jahren wird Simone mit multiresistenten Keimen infiziert. Unheilbar. 53 Mal wird Simone operiert und verliert beide Hüftgelenksknochen. Ihre Oberschenkel sind chronisch entzündet. Ich habe 11 Jahre lang eigentlich nur im Krankenhaus gelegen. Das kann sich keiner vorstellen. Aber Simone gibt nie auf. Eine besondere Antibiotikatherapie schlägt an. Endlich können Simone 2 neue Hüftgelenke eingesetzt werden. Und für sie wie ein Wunder, nach Jahren im Rollstuhl kann sie doch noch mal gehen. Aber wir wissen ja nicht, wie das Jahr endet oder was wird. Aber es fühlt sich ja im Moment ganz gut an. Und das soll belohnt werden. Nach mehr als einem Jahrzehnt endlich mal wieder zusammen auf Reisen gehen und ein Abenteuer wagen. Und dann hatten wir überlegt, was für einen Urlaub können wir denn überhaupt noch machen. Und so kam man eigentlich hinterher aufs Campen, dass man einfach ankoppeln können, ne, und los. Hört sich leicht an, wird für die beiden Campingneulinge aber doch eine größere Herausforderung. Ihr großer Traum: endlich mal wieder ans Meer fahren. 2 Reisen sind geplant. Ein langes Wochenende in der Wesermarsch am Wattenmeer, um auszuprobieren, wie Campen überhaupt geht. Und danach eine Woche an die holländische Küste. Das Ziel: Callantsoog. Eine Erinnerungstour, denn als junges Liebespaar haben sie hier ihren ersten gemeinsamen Urlaub verbracht. Ob sie ans Meer kommen? Es ist ein großer Wunsch. Ich möchte so gern mit dem Hund mal unten ans Meer und sehen, wie der da in den Wellen rumtobt. Die Simone, das muss man wirklich sagen, sie kämpft so, ne? Und da bin ich so dankbar, dass über so lange Zeit immer noch der Wille da ist, zu kämpfen. Und meine Rolle ist halt zu unterstützen. Die beiden Frauen sind echte Autoliebhaber. Eine alte Ente ist ihr ganzer Stolz. Doch die Krankheit fordert immer wieder Opfer. Für die Finanzierung ihrer Campingpläne müssen sie sich von dem geliebten Oldtimer trennen.
Einige 10.000 € zahlen Liebhaber dafür. Uns verraten sie den Preis leider nicht. Wir haben ja die Ente verkauft, weil es halt nicht so rollimäßig gut passte und haben das dann in den Wohnwagen gestellt. Also es war immer irgendwie so ein Wechsel da. Und jedes Auto war zu seiner Zeit genau das Richtige. Auch ihr PKW muss weg, denn die beiden brauchen ein größeres Zugfahrzeug für ihren Wohnwagen. Ja, und deshalb haben wir dann gesagt, okay, dann jetzt noch mal einen Quantensprung sozusagen und haben uns dann für so einen Bus-Van entschieden. Und der wird auch noch getuned. Simone soll das helfen. Im Endeffekt brauchen wir ja gar nicht so ein riesiges Auto. Aber dadurch, dass halt die Krankheit einen dazu zwingt, so viel mitzunehmen, haben wir halt festgestellt, dass man mehr Raum und mehr Raum braucht. Das ist er, der neue Wohnwagen. Stolze 28.000 € hat das Damen-Duo dafür bezahlt. Barrierefreie Modelle gibt es nicht ab Werk. Deshalb lassen sie den Wagen umbauen. Gerade die Tür ist die große Barriere und wie komme ich natürlich in das Fahrzeug selbstständig rein, ohne fremde Hilfe. Stefan ist Fahrlehrer für Menschen mit Handicap und baut auch Campingfahrzeuge entsprechend um. Du. Guck mal. Ich erkenne ihn wieder. Erkennst du wieder? Ja. Schön. So, ich sehe schon die erste Veränderung. Simone ist die Begeisterung wirklich anzumerken. Der Eingang ist statt 55 jetzt 90 cm breit. Da passt der Rollstuhl durch. Die Wand zur Toilette ist weg. 2 Vorhänge schaffen Diskretion. Tagsüber möchte man ja nicht immer, wenn man da sitzt, auf die Toilette gucken. Macht man ja nicht so gerne. Dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir hier noch eine Vorhangtechnik hin. Ja? Und dann kann man das hier tagsüber wunderbar zuziehen. Ja? Und guckt, wenn man hier nett am Tisch sitzt und isst, ja, guckt man nicht auf die Toilette, sondern auf so einen schön karierten, passend zum Holz, auf den Stoff. Rund 14.000 € kostet der Umbau. Dafür hat Stefan auch die Sitzgruppe verkleinert. Gut, das war ja mal eine Dinette, sage ich mal, für 4 Personen. Also die stand jetzt, ja, jetzt muss ich lügen, ungefähr bis hierhin. Das heißt, das hier 4 Personen. Und die ganzen Bänke sind eingekürzt worden, dass es rein nur noch für 2 Personen ist. Jetzt fehlt noch eine Veränderung. Die Chemietoilette soll raus. Hygiene ist ein wichtiges Thema für Simones angegriffenen Körper. Eine Neuentwicklung aus der Medizintechnik soll besseren Schutz vor Viren und Bakterien liefern. Man hat im Prinzip wie einen Beutel in der Toilette. Man macht sein Geschäftchen da rein, groß, klein, ist völlig egal. Und dann drückt man aufs Knöpfchen und dann verschweißt er das. Ja. Und du kannst es dann in normalen Restmüll machen. Super. In 4 Wochen wird das chemiefreie Wunderklo geliefert. Heute steht ein wichtiger Test an. Und Simone graut davor. Wie kommt man mit Rollstuhl in den Wohnwagen? Im Endeffekt geht es darum, dass ich in Zukunft sehr wahrscheinlich auch dauerhaft im Rollstuhl sitze. Und jetzt bauen wir schon vorsorglich halt alles so um, dass ich halt, wenn der Tag X kommt, auch rein und raus komme. Hey Frank, oh, hey. Da bist du. Schön, dass du Zeit hattest immer. Toll. Als Testfahrer haben die beiden Frauen einen Profi organisiert. Frank arbeitet in einem Sanitätshaus und entwickelt Rollstühle. Eine große Hilfe. Die Seilwinde aus dem Schiffsbau soll Simone später in den Wohnwagen ziehen. Wir probieren mal. Ich brauche diesen Gurt da wahrscheinlich noch. Und jetzt machen wir erstmal die Idealform. Und weil der Frank ein wahnsinnig gutes Verständnis dafür hat und uns schon gleich die Schwachstellen sagen kann. Seit einem Unfall vor 30 Jahren ist Frank querschnittsgelähmt und hat gelernt, mit seinem Rolli Hindernisse zu meistern. Wunderbar. Zack, drin ist er. Das ist gut. Das ist schön. Super. Frank. Boah, cool. Ja gut, ich muss noch mal in die das Schule. Ist cool. So, jetzt bin ich fast ein Jahr wieder raus aus dem Rollstuhl und bin im Moment halb Fußgänger, halb Rolli. Und dadurch habe ich überhaupt nicht die Erfahrung, die der Frank hat im Fahren. Und wenn du nicht dauerhaft im Rollstuhl sitzt, bekommt man Angst. Das ist, weil das einfach, man ist so ausgeliefert. Ja, so, zack. Für Simone ist die Rampe im Augenblick ein unüberbrückbares Hindernis. Das ist nicht schwierig.
Merkst du es? Ja. Bleib schön vorne. Ja. Ja, ja. Mann. Ja, das geht, da passiert nichts. Nein. Doch. Das ist schon eng hier, ne, mit den Greifern. Aber besser so als anders. Jetzt musst du durch die Tür durch. Gib Stoff. Ja, warte, das zieht. Der Knopf ist so klein. Ach, das geht. Hey, super. Das ist gruselig, aber machbar. Aber ich halte dich. Ja, toll. Es kann nichts passieren. Das ist jetzt Kopfsache. Ja, fahr dich mit dem Ding runter und lass Druck drauf. Weil wenn Ja, du da ist Druck ja drauf recht. hast, kannst du auch nicht wegkippen. Genau. Ja, ist ja recht. Es ist einfach Kopfsache. Ja. Wenn du das Super. 100 Mal machst, dann geht Super, es. super. Aber siehst, es geht. Der Frank ist für mich ein ganz großer Vorbild. Danke. Bist du? Du motivierst mich. Ja, das ist wirklich. Du zeigst mir das Leben, dass es auch gut sein kann. Ja, Das Leben ist gut. ja, ist es auch. Besonders, wenn man wie Ines und Simone zusammenhält. Ich finde halt auch, das ist auch toll, wie sie das umsetzt und wie sie das macht. Und man muss erstmal einen Partner haben, Das stimmt. der das auch so in der Form mitgeht. Also muss man auch mal, weißt du, Ja, die machen das schön als Team, die beiden. wir zwei. Der Wohnwagen kommt nochmal in die Werkstatt für das Hightech-Klo. Es wird wohl eine Überraschung. Simone hat ein ganz besonderes Hobby. Sie ist Heimwerkerin aus Leidenschaft und näht neuerdings Accessoires. Natürlich im Campingdesign. Häkeln, stricken, nähen. Kann man damit Geld verdienen? Jetzt habe ich mir vorgenommen, dass ich das einfach immer mitnehme, wenn wir rausfahren zum Campen. Und mache mir so einen Mini-Bauchladen, stelle einen Tisch auf und stelle einfach so ein paar Sachen drauf. Und wenn einer vorbeikommt und das schön findet, kann der mir eine kleine Spende geben und sich freuen. Und ich freue mich. Nur 2 Schritte noch, dann kann das Camping-Experiment beginnen. Der Wohnwagen bekommt noch seine Hightech-Toilette. Und das neue Zugfahrzeug muss abgeholt werden. Heute ist der Van fertig. Ines hat den Neuwagen extra noch tunen lassen. Wow. Ob man damit losfahren kann? Ohne Einweisung geht es nicht. Das neue Auto können Sie zum Einsteigen tiefer legen. Ja, ganz schön abgesenkt. Ja, genau. Dieses Sportprogramm, womit Sie eigentlich im sportlichen Fahrbetrieb unterwegs wären, haben wir jetzt genutzt, um halt eben das Fahrniveau dann entsprechend abzusenken. Sport, S. Genau. Das S ist wie S. senken. Oder wie Simone. Wie Simone. Die Technik macht's möglich. 6 cm ist das Fahrzeug zum Einsteigen abgesenkt. Doch, total. Ja? Hat das was gebracht? Das Ausrenken ist jetzt nicht mehr ganz so gegeben. Super. Doch, das hilft. Echt? Ja. Ja gut, ich habe das ja blind bestellt, ne, das Tool. Also das muss stimmt. man ja mal sagen. Nein, das ne? muss man sagen. Es ist nicht mehr kurz vorm Ausrenken der Hüfte. Also merkst du einen guten Unterschied? Total. Ah, super, das freut mich. So, was muss ich jetzt tun? 30 Sekunden dauert es, bis das Auto wieder fahrbereit ist. Billig ist dieser Komfort nicht. 1.500 € kostet die Nachrüstung. Der Absenkmechanismus kommt übrigens nicht vom Hersteller, sondern aus der Autotuning-Szene. Also man kann im Grunde damit fast grenzenlos das Auto einstellen. Ja, aber hüpfen tut er nicht. Nee, hüpfen geht nicht, Gott sei Dank. Dann heißt es ab zum Campen. Sehr schön. Ja, wenn Sie zufrieden sind, sind wir das auch. Sind wir. Dann wünschen wir ganz viel Spaß, gute Dankeschön. Reise und dann bis bald. Bis bald. Danke. Tschüss. Endlich abfahrbereit? Fast. Nur noch ein letzter Schritt. In einer Scheune baut Stefan Drefnik Campingfahrzeuge für Menschen mit Behinderung. Simone hat durch ihre Erkrankung ein schwaches Immunsystem und darf sich mit nichts anstecken. Die neue Toilette soll sie auch vor Bakterien schützen. Simone ist heute zu Hause geblieben, weil der ganze Tag mit der langen Anreise, Abreise und dann vor Ort ihr zu anstrengend ist an der Stelle. Ines nimmt oft Rücksicht. Sie hat Betriebswirtschaft studiert, arbeitet im IT-Bereich und probiert gern Neues aus. Stefan, wo bist du?
Hier. Moin, moin. Moin. Hallo. Hi. Ah, guck mal, schon die Vorkehrung. Super. Dass sie sich mal so intensiv mit einer Toilette beschäftigen würde, hätte sie auch nicht gedacht. Aber für Simone tut sie alles, um ihr das Leben zu erleichtern. Die neue Toilette ist mit 1.250 € fast doppelt so teuer wie ein Chemiemodell. Eine Folie bedeckt die Schüssel und soll vor Bakterien und Viren schützen. Und dann drückst du jetzt auf das Kleine einmal. Ist ja angenehm. Das war's. Ja, nicht ganz. Achso, der arbeitet. Achso, der Kreis muss. Die muss geschlossen werden. Ah, der Kreis muss geschlossen sein. Fertig. Guck mal. Ach, guck mal. Guten Tag. Ja. Das ist ja granatenfest. Guck mal. Da kommt ja gar nichts. Das ist super, oder? Ergebnis ist toll. Ergebnis ist toll. Ja, ne? Und kannst ja in jedem öffentlichen Mülleimer. Genau. Rein theoretisch. Man freut man sich schon mal auf eine Toilette, ne? Das ist so. Ja, und natürlich das Handling, ne? Dass ich nachts nicht mehr raus muss, um die zu entleeren. Ne? Ob das auch in der Praxis funktioniert? Das wird sich auf der ersten Reise zeigen. Und Ines ahnt jetzt schon, es wird vielleicht nicht die einzige Schwierigkeit bleiben. Die kann man auch drehen. Ja. Die sieht höher aus, ne? Ja, die ist 3 cm höher. Du, das ist ein Sitzgefühl. Ich weiß nicht, ob der Deckel so stabil ist. Oh. Du Kuh. Nein, nur nicht wegen dir, weil das Material so filigran ist. Ich habe das ganz genau verstanden. Nein. Ich weiß nicht, ob der Deckel so immer ein Sitzgefühl, da kann man an der frischen Luft pupen. Jetzt kommt nicht mehr hoch. Der kann nicht sein, ist 3 cm höher. Warte mal. Was denn? So. Oh. Das ist. Nee, ist wirklich höher. So. Diese Tüte ist schon Warte. wie beim Hund. Viele CamperInnen haben Mottos auf ihren Fahrzeugen. Das von Simone und Ines heißt Making Memories, Erinnerungen schaffen. Dass manches dabei anders kommt als geplant, damit rechnen beide wohl eher nicht. Lass uns mal zurückgehen. Super. Ach nö, das ist doch nett. Super. Nö, das passt. Ne? Guck mal, ich hätte es ja sogar schräg gemacht. Aber das ist Nein. ja super. Passt. Passt. So. Ihre erste Reise. Nach einem Jahrzehnt ohne Urlaub endlich an die deutsche Nordseeküste. In der Wesermarsch genießen Urlauber die Meeresluft. Die weite Landschaft, der Deich, eine ruhige Gegend. Jetzt muss sich nur noch zeigen, ob die neue Campingtechnik funktioniert. Der neue Van ist auf jeden Fall groß genug. Der Rollstuhl passt jetzt stehend ins Auto und auch Simones elektrisches Zuggerät hat Platz. Und am liebsten würde Ines Mutter auch noch mitfahren. Der Abschied fällt diesmal besonders schwer. Klar macht man sich Gedanken, ne, und sagt, wie macht das wohl gehen, aber bin ich sehr zuversichtlich. Aber auch schon froh, dass, wenn sie wieder zu Hause sind. Ne? Liebe Leine, Ja. ich wollte mich eigentlich nur von euch Ja, ja. Tschüss, eine ganz schöne Zeit. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Astrid, macht dir auch eine schöne Zeit. Ne? Pass auf dich auf, wir Genau. telefonieren. Pass auf, hinter dir, der Hund. Gut 4 Stunden werden sie unterwegs sein. Ines hat fleißig geübt, denn Wohnwagenfahren muss gelernt sein. Das Absenken hat sich schon bewährt. So. So, Kinders, Mutter sitzt. 280 Kilometer Fahrt liegen vor ihnen. Mehr als Tempo 100 ist mit dem Wohnwagen nicht erlaubt. Bloß kein Stress. Ihr Ziel, die Gemeinde Jade im Landkreis Wesermarsch. Und endlich können die beiden nach vielen Jahren ohne Urlaub ihren Lieblingssong anstimmen. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now.
Die Nordsee, endlich mal wieder am Meer. Seit 12 Jahren waren Ines und Simone nicht mehr im Urlaub. Direkt hinterm Deich liegt der kleine Campingplatz Höpkenshof. Einfach, überschaubar und hundefreundlich. Perfekt, um in Ruhe alle Manöver und Handgriffe mit dem Wohnwagen zu üben. Rund 33 € pro Nacht zahlen sie für eine Parzelle mit Zaun. Ja, landschaftlich, Luft, super. Toll. Oh, ich glaube, dass das gemütlich wird. Das wird super. Ja. Ich habe ein richtig gutes Gefühl. Guck mal, hier ist Sanitär. Nein, erstmal ankommen. So. Stühlchen raus und dann ist es gut. Ines mag Technik und hat alles durchgeplant, glaubt sie zumindest. Ein Mover treibt den Wohnwagen an. Per Fernsteuerung kann Simone den Wagen einparken. Stützen helfen beim Ausrichten, dennoch gibt es Probleme. Also hier sieht es ja super aus. Ich guck mal innen, ob das genauso ist. Oh, hinten höher. Erster Versuch. 5 Minuten später, der Wagen steht immer noch schief. Wo ist denn unser Gedankenfehler gerade? Vorne muss er höher. Meine ich doch. Wieso muss Das heißt, der muss vorne auf so einen Block fahren. 10 Minuten später, zweiter Versuch. Was sagt Latingen? Unverändert. Nach 20 Minuten dann die zündende Idee. Wir können das Rad noch ein bisschen runter machen. Auf gleicher Höhe. Wo kommen wir denn da raus? Ich glaube, das lag da dran. So, warte mal, jetzt gucke ich vorne. Ich gucke jetzt vorne auf die Wasserwaage. Oh, eine Umdrehung noch. Boah. Eine Umdrehung noch. Mach alles dicht, das ist so. Wir bleiben so. Passt, super. 25 Minuten sind vergangen. Dabei ist der Boden eigentlich gerade. Ob das so weitergeht? Jetzt weiß ich natürlich noch mal die da so rum. Es gibt ja da so einen Griff. Jetzt müssen wir mal eben diese Teile rausholen. Langsam wird es anstrengend. Zu Hause ist Simone selten so lange auf den Beinen. Eigentlich müsste ich mich ein bisschen zurückhalten, tue ich aber nicht. Also ich bin ja froh, dass ich im Moment die Möglichkeit habe, auf beiden Beinen zu stehen. Weil ich weiß ganz genau, irgendwann werde ich es nicht mehr können. Und dann werde ich, denke ich, verdammt, hättest du mal mehr geholfen. 1 Stunde braucht das Damenduo für den Aufbau. Aber noch hat der Wohnwagen weder Strom noch Wasser. Ein Job für Ines. Das ist noch einfach. Auch der Anschluss für Spül- und Duschwasser. So, ich mache jetzt das Abwassertaxi. Und das Taxi ist auch immer so, dass ich der Taxifahrer dann bin. So. So, wir haben Strom, wir haben Abwasser. Jetzt müssen wir normales Frischwasser. Das gehört zum Camperleben. Frisches Wasser muss Ines von Hand mit dem weißen Kanister einfüllen. Ich glaube, das waren jetzt 10 Liter. Also da kommen wir jetzt erstmal bis morgen auf jeden Fall hin. So, ein Schlückchen. Bis morgen wird das Wasser nicht reichen. Nicht einmal die nächsten Stunden. Läuft das da wieder so raus? Ich höre da immer, da läuft das raus. Wieder. Das ist aus der Heizung, siehst du? Das Wasser war für die Fahrt abgelassen. Simone kennt den Schalter. Der steht noch offen. Läuft das noch? Guck mal, Ines. Ich habe den umgelegt. Wie hast du das denn gemacht jetzt? Quer oder Ja, links? quer. Quer, okay. Ich höre das immer noch plätschern. Der blaue Hebel ist das Ablassventil. Quer bedeutet zu, aber das Wasser läuft trotzdem. Läuft immer noch, ne? Aber das kann ja jetzt nicht sein. Das kann ja nicht, wenn ich den Hebel verändere, muss ja irgendeine Reaktion sein. Es kann ja nicht sein, dass da gar keine Wirkung ist. Und bin auch ratlos. Darf ich Sie um Rat fragen? Da läuft das Frischwasser raus. Wissen Sie zufällig, was das sein kann? Ja, gerne. Wolfgang Körber und seine Frau Petra sind selbst erst seit 2,5 Jahren mit dem Wohnmobil unterwegs. Wolfgang hat gleich eine Idee, wo der Fehler liegt.
Ach, haben Sie einen Knopf gesehen? Ja. Rechte Seite, ganz unten. Läuft es denn noch? Es hat aufgehört. Aha. Hier, wir haben den Joker. Herzlich willkommen in der Serie Wir werden Camper. Sie haben uns gerade richtig gut geholfen. Wir sind Neulinge, Sie merken das. Ja. Der Knopf aktiviert die Frostschutzsicherung. Ist er nicht gedrückt, fließt das Wasser ab. Irgendeinen der Herlaufenden ansprechen, klappt. Ja, man kommt natürlich sehr schnell auch in Kontakt, egal wo man gerade ist halt. Ne? Also wir sind ja auch noch nicht gewesen. Wir sind aus dem Ruhrgebiet raus, weil ich bin bald im Ruhestand. Ach, schön. Und dann haben wir gesagt, wir ein bisschen näher, so 2 Stunden näher an der Küste ist schon gut. Ja. Das Paar wohnt neuerdings im niedersächsischen Diepholz. Mit ihrem Wohnmobil sind sie von dort in einer Stunde am Meer. Vielen Dank. Ja. Gut. Schöne gut. Zeit. Viel Spaß. Aber wir sehen uns bestimmt noch mal. Ich denke. Dankeschön. Tschüss. Am Anfang muss da jeder durch. Jeder findet mal irgendwo ein Knöpfchen nicht oder so, ja, oder hat irgendwie eine Rückfrage. Und Die Kleinigkeiten fehlen noch. genau, die Routine fehlt einfach. Genau. Anreise und Aufbau. Für Anfänger gar nicht schlecht. Ines und Simone sind trotz der kleinen Missgeschicke zufrieden. Aber sie haben noch ein paar neue Camping-Gadgets dabei, die sie am nächsten Tag ausprobieren wollen. Die erste Nacht im Wohnwagen am Wattenmeer. Beide haben gut geschlafen. Nur Hündin Elli war öfters mal wach. Die Elli schläft da ganz. Wir hatten erst überlegt, so unterm Tisch, aber das ist ja auch eng. Da kriegt man das Püffchen da nicht runter. Und da ist es eigentlich ganz gut. Und da hat die uns auch gut im Blick nachts. Und zwischendurch kommt sie dann immer gucken. Ein volles Tagesprogramm wartet jetzt auf die beiden. Simones Campinglädchen eröffnen, einen Aufsatz für ihren Grauwassertank testen, dann den Deich erkunden und am Abend angrillen mit dem neuen Campinggrill. Wenn es klappt. Das muss man so zusammenstecken und dann kann man das auf diese Tasche, die ist feuerfest, soll die sein, kann man das draufstellen und dann wunderbar grillen. Und das ist das Experiment. Wir sollten früh genug anfangen. Sehr früh. Ja. Mindestens 1,5 Stunden Vielleicht müssen vorher. wir noch Camper fragen. Ich glaube auch. Und andere Camper sind zum Glück da. Ob es auch Interessenten für die selbstgemachten Camping-Accessoires gibt? Durch ihre Krankheit war Simone viel zu Hause und allein. Ihr kleines Lädchen zieht vielleicht ein paar Menschen an. Noch ist sie unsicher. Ich traue mich gerade noch nicht so selber. Man muss ich weiß es ja gar nicht. nicht. Nee, genau. Du, ich kaufe dir alles ab. Immer die, ja, genau. Mein Gott. Ja, ich habe viele schöne. Ja. Ja, das ist das Positive, wenn man nachts nicht schlafen kann Genau. vor Schmerz. Ne? Da entsteht dann auch sowas. Ne? Genau so. 4-mal am Tag nimmt Simone Schmerzmittel und kann schlecht schlafen. Die Abendstunden nutzt sie für ihre Handarbeiten. Eine kleine Ablenkung. Ob sie den Geschmack der Campergemeinde damit trifft? Diesen hier? Ja. Komm, ich mache Ihnen den mal ab. Ich habe auch meine Malsachen mit. Ach, guck, schön. Ja, siehst du, guck mal. Was malen Sie denn? Aquarell. Oh, Ja. Moin. Der ist ja toll. Guck mal, für den Fahrradanhänger für die Hunde. Wie findest du den? Gut. Wir nehmen den mit. Ach, das freut mich ja sehr. Nein. So, jetzt kann ich gar nicht, jetzt kann ich Ihnen gar nicht die... Herzlichen Dank. Ich bin noch nicht so vorbereitet. Ich will mal. Der süße Schatz. Und da ist einer auch ganz verliebt. Bis dann mal noch. Bis später. Dankeschön. Ich bin ganz glücklich, dass das nett ankommt. Und man kommt wieder in Gespräch miteinander. Ich finde, so Camper unter sich sind relativ entspannte und nette Menschen. Also haben wir so die Erfahrung gemacht. Es ist ein kleiner Erfolg, aber für Simone so wichtig. Es lässt sie ein wenig ihre Einschränkungen vergessen. Ja, das ist ja. Ja, genau. Ich sticke, häkel viel. Das ist einfach nett. Und fühlt euch nicht genötigt. Das ist jetzt einfach nur mal drüber gucken und so. Genau. Und die Campingtopflappen, ne? Die Ja, sind da war nämlich keine. Echt? Ach, wie süß. Die hättest du gerne. Dann spende mir doch einfach was und dann ist alles gut. Okay. Nee, guck mal, mach das mal so. Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr. Ja. Dann wünschen wir euch hier viel Erfolg. Ach, alles gut. Und wenn nichts läuft, ist auch in Ordnung. Dann kaufe ich alles ab. Okay. Tschüss.
Bald wird Simone 50 Jahre alt. Durch das Campen hat ihr Leben trotz aller Einschränkungen noch mal richtig Fahrt aufgenommen. Aber vor allem durch Ines. Das ist schon ein großer Halt, ne? Wenn der Partner dann hinter einem steht und nach einer Lösung sucht. Ja. Das wird auch immer so bleiben. Danke, Dito. Ja, Ines war immer so der Fels in der Brandung. Sie ist eine ruhige Frau, die immer so im Hintergrund steht, aber wenn was ist, dann kann sie auch mal vorkommen und dann ist sie wie ein Löwe. Wenn ich gebraucht werde, Ja, bin ich da. Ja. Es ist früher Nachmittag. Camping, das bedeutet auch, öfter mal arbeiten zu müssen. Der Grauwassertank ist voll und auch die Hightech-Toilette muss zum ersten Mal geleert werden. Es geht mir jetzt nur darum, dass wir abschneiden, weil wir jetzt nicht alle Beutel da verwenden. Das hier bitte zu. Ach, warte. Moment, jetzt müssen wir eben noch mal neu machen. Nach der Benutzung werden die Beutel nur verschweißt und hängen noch aneinander. Zum Leeren muss Ines die Beutelkette abtrennen. Das dauert 1 Minute. Die verschweißten Beutel kann sie von Hand entsorgen. Super, super, super. Komm, das nehmen wir doch gleich mit. Ich habe heute sowieso hier Dienst. Dann können wir das doch mit dazu nehmen. Den Beutel noch dazu. Aber komplett Restmüll. Die Beutel können im normalen Müll entsorgt werden. Das System wurde ursprünglich für Krankenhäuser entwickelt und soll besonders hygienisch sein. Ich habe keinen Wasserverbrauch, ich habe keine Chemie. Also eine ganz saubere Sache an der Stelle. Super. Grauwasser. Im Camperlatein ist das Dusch- und Spülwasser. 23 Liter fasst der Tank. Dann muss er geleert werden. Wieder eine neue Erfahrung. Für das Grauwasser ist das das? Das ist ja ganz normales Grauwasser. Das ist normales Grauwasser. Das kann da auch rein. Ein Profi, vielen Dank. Aha, so, dann ist das hier. Ines hatte sich vor der Reise schon damit beschäftigt. Der Rüssel soll Spritzer verhindern. Was denn hier drauf? Habe ich da extra neu gekauft. Und dann versuchen wir das jetzt mal. Entweder läuft das jetzt daneben. Siehste? Also, kannst du schon abhaken. Der ist dann, weißt du, dann steht dann immer universell. Universell. Nix universell. So, dann versuchen wir es. Die Wasseranschlüsse sind eigentlich genormt. Bei Ines funktioniert der Rüssel trotzdem nicht. Ich kann es mir, wenn Ines schon nur das Ding zeigt, da weiß ich schon Bescheid. Wie war denn der Schnorchel? Eine Fehlinvestition. Eine Fehlinvestition, oha. Also kommt das in unsere große Tüte, Dinge, die wir nicht mehr brauchen. Ob der neue Grill auch in der Tüte der unnützen Campingutensilien landet, das werden Sie gleich herausfinden. Jetzt endlich erstmal ans Wasser. Zu Fuß ist das zu weit für Simone. Im Rolli bekommt sie elektrische Unterstützung. Bin im Moment nicht mehr so trainiert, um selbstständig zu fahren mit Armkraft. Und es ist einfach auf längere Strecke, ist das ein praktisches kleines Zuggerät mit viel Power. Simone kann es kaum erwarten, endlich das Meer zu sehen. In voller Fahrt den Deich hinauf. Oh, die Steigung ist aber angenehm, du. Das schaffst du aber vorwärts. Elf Jahre lang hat Simone wegen ihrer Infektion fast nur im Krankenhaus gelegen. Wenn ich diese Vögel höre, diese Nordseevögel, es macht mir das Herz warm. Kann man nicht beschreiben. Ja, ist aber Weite, ne?
Wie lange waren wir nicht mehr am Meer, ne? Ewig. Holland, ne, waren wir zuletzt, oder? Damals. Callantsoog, doch. Meinst du, doch? Ja, ist das ja schon 20 Jahre her? Ja, mindestens. Nee, mehr. Länger. Callantsoog. Da waren die beiden, als sie ganz frisch verliebt waren. Geht dorthin auch ihre nächste Reise mit dem Camper hin? Ich finde Camping super, ich finde das bärenstark. Nein, aber ich finde Camping wirklich super. Ja. Dass wir mal eben hier mit unserem Tiny House hier hingefahren sind. Ja, eigentlich passt alles gerade, ne? Alles stimmig. Und dann endlich aufs Meer blicken. Einatmen, innehalten, genießen. Nur die Sonne fehlt. Hier, wenn du willst, dass du ins Wasser, aber... Die soll nicht ins Wasser, ist zu kalt. Mir ist es auch frisch. Da würde ich mich nicht trauen da. Ich darf ja nicht ausrutschen. Das Wattenmeer ist ein kleiner Vorgeschmack. Denn als nächstes soll es richtig ans Meer gehen. In Holland an den Strand. Heute klingt der Abend aus mit einer letzten Herausforderung. Ines hat einen neuen Tischgrill gekauft. Da ich ja Simone bei meiner Seite habe, weiß ich immer, sie ist sehr technisch begabt und knüstert gerne. Und alleine wäre er, glaube ich, kritisch geworden. Platzsparend soll er sein. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ist er auch leicht aufzubauen und grillt so, wie man sich das wünscht? Also ich freue mich, dass ich diese Produktidee gekauft habe, weil die ist voll aufgegangen. Bisher. Wir haben noch nicht gegessen, aber das ist doch super, oder? Oh, Achtung. Nur nicht stolpern jetzt. Guck dir das mal an hier. Ui, das sieht ja sehr lecker aus. Guck mal. Wir brauchen noch zu lange, um zu entspannen. Und wenn das mal irgendwann mehr Routine wird, glaube ich, ist das genau richtig alles. Ja. Aber der Abschluss ist ja schon mal gut. Für Camping-Neulinge gibt es immer etwas zu lernen. Aber nach dieser ersten Tour sind beide überzeugt. Sie bleiben Camper. Ich schreibe mal an Camping. Erste Tour 2022. Heute mehr gesehen, nach zig Jahren. Ja, das ist ein Symbol mehr. Ja. Schön. Callantsoog. Jetzt müssen wir dahin. Und ich möchte gerne mit dir da den Pannekuchen noch mal essen. Ja. Und du willst den großen Onkel in den Sand stecken. Ach so, ja. Ins Meer stecken. Ins Meer stecken und in den Sand. Genau, und deshalb ist das so wichtig. Ja. Einmal möchte Simone versuchen, ohne Rollstuhl Schritt für Schritt selbst ans Meer zu gehen. 2 Monate später. Callantsoog an der holländischen Küste. Über 14 Kilometer erstreckt sich der Sandstrand rund um den Badeort. Direkt hinter den Dünen lockt der Ort vor allem deutsche Touristen an. Der 5-Sterne-Campingplatz Tempelhof hat ein eigenes Schwimmbad, Restaurant und einen kleinen Shop. Hier haben Ines und Simone eine Parzelle mit Privatbad reserviert. Von Sprockhövel nach Callantsoog, 310 Kilometer Fahrt. Die beiden wollen sich heute ihren großen Traum erfüllen. Ein bisschen Regen stört die Stimmung nicht. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I need. Vor 20 Jahren haben Ines und Simone ihren ersten gemeinsamen Urlaub hier in der Provinz Nordholland verbracht. Ein Leben mit Rollstuhl war damals unvorstellbar. Hallo. Guten Mittag. Ich hatte ja gemeldet, dass wir ausnahmsweise vielleicht doch den Wagen an dem Parkplatz parken können. Ja, wegen dem Rollstuhl geht das, ja? Okay, super. Das ist aber auch ein behindertes Genau, genau. Kein Thema. Dankeschön. Super, super. Vielen Dank. Das war's. Dankeschön. Einen sehr schönen Aufenthalt. Danke. Viel Spaß. Okay. Auf dem 5-Sterne-Platz gibt es für Autos eigentlich einen separaten Parkplatz. Pro Nacht zahlen sie rund 75 €, inklusive Privatbad mit Heizung. Das ist aber sehr schön. Das ist aber sehr nett. Glamping, sag ich nur. Glamourös ist auch der Wetterbericht für morgen.
Der nächste Morgen. Es ist warm und sonnig. Es ist ein Strandtag. Die beiden wissen nicht, ob Simone es wirklich an den Strand schafft. Aber sie wollen es unbedingt versuchen. Die Häuser und Dünen. Alles sieht noch aus wie vor 20 Jahren. Ja, man hat hier eine gute Zeit verbracht. Ja, ne? wir waren Wir fühlten uns wohl. Wir waren gesund, wir hatten kein Geld, aber wir hatten tolle Urlaube. Ja, okay. Nee, Ines, ohne. Ich gehe zu Fuß da hoch. Was sollen wir denn da oben? Ach, das tut mir jetzt leid. Ich habe das nicht gesehen. Da war ich falsch im Plan. Ja. Ja, das machen wir jetzt zu Fuß. Einmal ohne Rollstuhl. Den Sand unter den Füßen fühlen. Gleich hinter den Dünen liegt der lange Strand. 600 Meter sind es bis zum Meer. Aber Simone lässt sich von der Anstrengung nicht abhalten. Ist das schön? Ja. Das ist super. So. Riechst du das? Ja. Die Meerluft. Ein kleines Restaurant lädt auf dem Weg zum Meer zur kurzen Pause ein. Poffertjes, die kleinen holländischen Pfannekuchen, haben die beiden auch bei ihrer ersten Reise gegessen. Guck mal. Ich bin ja immer so für eine kleine Gabel. Hm? Lecker. Wirklich lecker. Lecker. Ist schon was anderes als bei uns. Ja, das passt schon gut. Schmeckt es, Frau Werner? Es schmeckt super. Es schmeckt, ne? Richtig schön. Nein. Ja, kann ich nur empfehlen. Toll. Sehr lecker. Fast am Ziel. Nach 12 Jahren Krankheit. Das ist auch durchs Campen möglich geworden. Kombination Rollstuhl und Hund ist halt echt schwierig. Und das ist auf dem Campingplatz gar kein Thema. Du hast immer alles zusammen. Du weißt, dass die Einrichtung, dass das Bett und alles super abgestimmt ist. Das passt halt. Ich dekoriere auch ein bisschen gerne. Habe jetzt noch einen Tag vor der Reise gedacht, ach, nimmst du noch das mit an so ein Hobby, was du noch vielleicht machen willst oder nicht. Und das Ganze ja im Hotelzimmer nicht. Das ist ja schon, ja. Nö, man fühlt sich zu Hause, ne? Ist wie ein kleines Haus. Und jetzt nur noch ein paar Schritte bis zum Wasser. So, da haben wir Sand unter den Füßen. Wie in der Hundehalle. Gehen jetzt einfach mal da runter, ne? Ja. Das ist ganz ungewohnt. Ja. Heute Abend werde ich das fühlen in den Beinen. Aber ist egal, das ist schön. Jetzt nicht aufgeben. Lass mal los. Ja. Und dann das Meer so nah. Simone wird ganz still. Ja, die Anstrengung, die ganzen Eindrücke, die Emotionen. Genau, ich bin ein bisschen überladen gerade mit allem. Ja. Ich lebe ja sonst recht zurückgezogen, wenn man das so isoliert nicht, aber zurückgezogen. Und das sind ja auf einmal alles Eindrücke. So viel haben die beiden zusammen erlebt. Ängste, ob Simone jemals wieder laufen kann. Zweifel, ob sie noch mal zusammen reisen können. Und ganz neu, das Campingabenteuer. Sie hatte die Vision und hat das alles vorgearbeitet. Und da bin ich ja ihr wahnsinnig dankbar für. Dass Madame hier stehen kann, das freut mich sehr. Dass wir reisen können, das freut mich sehr. Dass wir einfach noch mal an die Orte können, die uns vorher viel bedeutet haben. Dass wir wirklich neue Erinnerungen dadurch schaffen können. Und meine Grundidee finde ich toll, dass die aufgegangen ist. Ja, passt schon, ne? Toll, dass das alles gut passt.